Das Herstellen von Schmuck hört sich ja gar nicht so schlecht an. Ja, aber du brauchst eine relativ hohe Mastery, so wie ich das mitbekommen habe. Es ist nicht garantiert, es ist ja immer nur eine Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Dann brauchst du ja für jeden Versuch wieder neue Materialien. Ein paar von den Materialien, es gibt doch diese verschiedenen Stufen, quasi D ist das schlechteste, glaube ich. Und A plus ist das Beste. Und A plus Materialien sind dann halt entsprechend schwierig zu bekommen. Brauchst halt viele Mastery-Chips für oder halt sind einfach sau selten. Also so Pi mal Daumen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eh so, dass du dich einfach hingehen kannst und jetzt 20 mal Speedo plus 5 craftest. Einfach mal so. Sondern es wird vor allem an den Materialien wahrscheinlich scheitern, dass du die einfach nicht unendlich hast. Und selbst wenn du es 20 Mal machst, hast du halt dann auch nur eine gewisse X% Chance. Also es wird halt auch dann nicht 20 Mal klappen oder du stellst es einem dann nicht 20 Mal her, sondern vielleicht nur 3 Mal oder so. Also es ist nicht so einfach, wie man es gerne hätte. Vielleicht wird aber dann der CW-Schmuck plus 3 mal günstiger. Ja, das hat mich auch gewundert, weil gestern hat jemand gemeint, dass irgendwie Mightier plus 3 400 Mio wert sein soll oder so. Also ich habe keine Ahnung, kann schon sein. Oder ein paar hundert Mio. Aber das Update ist jetzt ja doch schon eine Weile draußen. Also gut, 12 Tage. Aber schon ein bisschen, fast 2 Wochen. Und ich habe irgendwie auch noch gar nichts in der Richtung mitbekommen. Also ich habe vorhin Speedo plus 2 gesehen, als ich mal kurz Channel 1 war und meine Shops aufgemacht habe. Der war für 80 drin. Das finde ich ist auch ziemlich teuer, weil ein Speedo plus 2 ist meiner Meinung nach auch gar nicht so gut. Ich finde Speedo wird erst ab plus 3 wirklich relevant. Und sonst habe ich jetzt auch nicht irgendwie mitbekommen, dass da so richtig fett CW-Schmuck plus 3 plötzlich verkauft wird. Also theoretisch müsstest du ja meinen, oder müsste man meinen, wenn man das jetzt alles so einfach in Anführungszeichen herstellen könnte, dann müsste es ja jetzt gefühlt schon lauter Shops geben, wo Leute 10 mal Schmuck plus 3 drin haben, wo er dann ziemlich offensichtlich sein würde oder ist, sein wird. Naja, der hat das offensichtlich gecraftet. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass es das gibt. Ich kann da jetzt tatsächlich nachschauen, lustigerweise. Das ist richtig cool. Über das Item, über das Search Shop Feature. Ich kann jetzt hier eingeben, Dexion plus 3. Und er findet gar nichts. Aber ich muss mal resetten, glaube ich. Okay, Moment. Hier sind 2. Ist es schon nach Upgrade Level? Wieso funktioniert das nicht? The fuck? Wieso funktioniert das nicht? Okay. Hä? Okay, keine Ahnung. Ja gut, es gibt 2 Stück zum Beispiel. Oder geben wir noch was anderes ein? Strente. Kann ich nicht direkt plus 3 eingeben? Doch. Gibt's auch 2. Moment mal, ist das beides von Arex? Warte mal. Nee. Was haben wir noch? Intiret. Plus 3. Gibt's gar keinen. Ja. Das heißt, offensichtlich ist es nicht so einfach, wieder die herzustellen. Na gut. Es ist nicht so einfach, sie herzustellen. Ja, es gibt eigentlich nur diesen Punkt. Also offensichtlich scheitert es noch an anderen Faktoren. Es ist nicht einfach nur losziehen, bisschen farmen und dann machst du einfach mal Schmuck plus 3 und irgendwie so, naja, dann gehst du halt jetzt einfach mal einen Tag wirklich so 20 Stunden farmen oder ein Wochenende übertreibst komplett und dann kannst du einfach 50 Dexions plus 3 craften. Also offensichtlich ist es so nicht, ja. Wie gesagt, ich bin da auch noch nicht so ins Detail eingestiegen, aber offensichtlich scheitert es irgendwo dran, wahrscheinlich an den seltenen Materialien, die man einfach nicht unlimitiert bekommt oder nicht so einfach bekommt. Und ja, weil wenn es anders wäre, dann müsste der Markt zumindest mit plus 3 Schmuck gefühlt schon geflutet sein. Und das ist er nicht. Nicht nur ist er nicht geflutet, es gibt so gut wie keinen plus 3 Schmuck. Also, und ja, wie gesagt, das mit den Preisen, da bin ich gestern eben auch drauf gekommen. Meinte eben jemand, dass die immer noch ein paar hundert Mio kosten.
Und da wäre es ja das Gleiche, wenn plötzlich einer hier irgendwie jeden Tag 20 Arix sag ich schon, 20 Dexions plus 3 auf den Markt schmeißt, dann kann es ja nicht sein, dass die immer noch ein paar hundert Mio kosten, weil irgendwann kauft die ja keiner mehr. Vor allem nicht, wenn jeder checkt, hey, der Typ hat jeden Tag 20 neue, was geht da eigentlich ab? Dann kauft die ja auch keiner mehr für 300 Mio, wenn jeder weiß, hey, du hast eh 20 Stück davon, mach die mal günstiger so ungefähr. Oder dann kommt spätestens nach ein paar Tagen kommt dann der zweite, der es auch genauso macht, der auch 20 Stück hat. Und dann würden die Preise zwangsläufig sinken. Aber ja, offensichtlich ist es eben nicht so einfach. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt ja auch eine Crafting-Zeit. Ich glaube, bei einem Schmuck plus 3 wurde mir zumindest so gesagt, liegt die bei ein paar Stunden. Und dann, wie gesagt, hast du auch nur eine gewisse Prozentchance, dass es klappt. Also, wenn du nicht die Cash-Up-Dinger kaufst, diese Beschleuniger, könntest du eh nicht 20 Stück an einem Tag craften. Selbst wenn du die Materialien dafür hättest. Theoretisch. Aber ja, so viel dazu.